Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kati und du bist auf meinem Kanal Katis Diamond Story. Ja, es ist wieder soweit. Ich zeige heute meine Häkelsachen und dienstags immer ein Video zum Diamond Painting. Nur falls du neu bist auf dem Kanal, als kleine Info, ich freue mich natürlich, dass du zu mir gefunden hast. Ja, du siehst es, ich habe hier nicht so viel liegen, nur 2 Sachen. Das liegt aber daran, dass ich das Video dieses Mal etwas vor der Zeit drehe. Da mein Kind Geburtstag hat am Wochenende und ich ja, irgendwie zwischen Kuchen und Aufräumen und sauber machen und sowas, glaube ich, nicht mehr die Zeit finden werde, noch sozusagen ein aktuelles Video zu den Projekten zu zeigen. Heute ist Donnerstag bei mir, also das sind nur, also der Donnerstagmorgen ist dabei, heute ist Donnerstagnachmittag, der Freitag fehlt dann komplett, aber ich denke, das kann man verkraften. Das ist ja nur einmal im Jahr, dass jemand Geburtstag hat, so nach dem Motto. Ja, zuallererst dachte ich, schaue ich mit dir den Pullover an. Ich habe mich ja dazu entschieden, einen Rundhalspullover zu häkeln und hatte mir hier dieses Muster dafür überlegt. Ich denke jetzt auch, dass ich das so lassen werde, dass das jetzt einfach so weiterläuft, bis ich meine Länge habe, weil ich finde, die Ärmel könnten auch ruhig noch hier mit diesem Muster sein. Dann kommt das so ein bisschen luftiger rüber. Und ich denke, wenn ich dann unten sozusagen nachher den Armausschnitt dran setze, dass ich dann vielleicht übergehe in die Stäbchen. Ja, das wird auch nicht mehr viel sein, denn ich habe hier oben den Ausschnitt sehr groß gewählt. Ich weiß zwar nicht, wie mir das passieren konnte, aber gut, das ist halt so. Es hat sich jetzt durch die Schwere sozusagen nochmal so ein bisschen gezogen und wenn ich nicht aufpasse, rutscht mir das immer auf der einen oder der anderen Seite runter von der Schulter. Aber das finde ich jetzt nicht gravierend schlimm, nur ich weiß dann fürs nächste Mal werde ich da ein paar weniger Maschen nehmen für obenrum. Ja, ich hatte es gezeigt das letzte Mal, da waren wir hier und es kam jetzt, wie gesagt, die 1, 2, 3, die 4. An der 4. Reihe bin ich jetzt dran. Die kam dazu. Das hier ist ja ein Garn von den Märchengarnen. Ich häkel es mit einer 4er Nadel. Die Clover. Das Märchengarn. Ich zeige es euch gerade mal. Jetzt kann man das noch gut rausnehmen. Hier sind die Märchengarne. Das hier ist sozusagen ein Endline. Da sind Produktionsfehler drin, deswegen ist das manchmal dann günstiger in dem Shop drin. Also die Endlines schon, aber die sind nicht immer drin. Die sind ab und an sind die mal drin. Das hier ist ein 300 Gramm Beutel und es ist vierfach gewickelt. 50 Baumwolle und 50 Polyacryl. Ja. Und das ist der Verlauf. Ich bin mal gespannt, wenn ich hier in dem Glitzerfaden bin, wo der dann ungefähr ist in dem Oberteil. Wobei ich glaube, dass der nicht ganz aufgebraucht wird für das Oberteil. Ja, der wohnt in der Dose, in der Buppeldose von der Miss Pipinella. Sehr praktisch. Der hier ist halt ein bisschen hoch, der Bobbel. Aber diesmal lasse ich ihn ja nur zu Hause. Von daher stört mich das nicht, wenn der Deckel da halt nur so sachte aufliegt. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Und die Nadel noch dazu. Ja, dann versetzen wir mal den Maschenmarkierer. Der rutscht jetzt weiter. Ich muss auch mal gucken. Ich wollte jetzt
Mal schauen, so ein bisschen noch an der Decke weiter häkeln. Ja, da kam jetzt eine Reihe dazu, aber das habe ich jetzt nicht extra hergeholt, weil ich dachte, wegen einer Reihe muss ich das nicht zeigen unbedingt. Ja, mal schauen. Ja, das ist einmal der Rundhalspullover. Und dann neigt sich dem Ende zu das Dreieckstuch. Von dem Orange in den Beereton in das Schwarz. Also das ist auch am Wachsen. Ich hole mal gerade die bisschen Bobbel hier noch raus, was noch da ist. Aber ihr seht es ist wirklich nicht mehr viel. Das hier ist ein Bobbel von Unicatis Bobbel aus dem Etsy Shop von Flamm geküsst, 1000 Meter, 4-fach Garn, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl, geeignet für eine 3er bis 4 mm Nadel. Ja, aber wie gesagt, er ist schon leicht zusammengefallen. Ja, und das häkel ich mit einer 4er Nadel. Aber die Zahl kann man leider nicht mehr so gut lesen. Gefällt mir sehr gut. Hier das Garn lässt sich auch wunderbar häkeln. Sehr schön. Auch angenehm. Wenn der Faden so über die Hand geht, über den Finger geht. Das ist eine schöne Sache. Auch so fühlt es sich schön weich an. Also wirklich, also für mich finde ich eine gute Qualität. Ja, wir waren das letzte Mal hier. Und das Stückchen oben drüber kam noch dazu. Da bin ich jetzt, glaube ich, in der 6. Reihe. 3, 4, 5, genau, die 6. Und dann fehlen noch 3, also die 6 und dann noch 3, damit ich auf die 10 komme. Aber ich denke, dann ist auch schon das Garn so gut wie fertig. Mal schauen, ob das noch reicht, um nochmal einen kompletten anderen Mustersatz hier drauf zu kriegen. Mit den Kreuzen oder also einmal die Stäbchenreihe und dann die Kreuze und nochmal Stäbchenreihe. Denn als Abschluss wollte ich eigentlich hier diese Reihe mit den Muscheln haben. Aber das wird ja auch sehr gut aussehen, glaube ich, wenn ich da eine Reihe Stäbchen mache und dann nochmal die Muscheln drüber. Dann hebt sich das wahrscheinlich nochmal so ein bisschen ab. Ja. Mal schauen, wie das Garn reicht. Das wird man sehen. Und zu dem Tuch hier werde ich auch eine Anleitung machen. Und ich gehe mal davon aus, auch wenn ihr euch das wünscht, auch zu dem Rundhalspulli. Wenn ich dann weiß, wie ich die Arme am besten noch mache, das muss ich noch ausprobieren. Und dann denke ich mal, also wenn das gewünscht ist von eurer Seite aus, kann ich euch zeigen, wie ich den gehäkelt habe. Ja, genau. Und das war es eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Ich gehe jetzt noch gleich einkaufen, dass ich alles da habe für den Kuchen. Was backt ihr denn immer so, wenn ihr Kuchen backt? Eher einen trockenen Kuchen oder einen anderen Kuchen? Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Ich mache meistens zu den Geburtstagen halt eine komplett selbstgemachte Torte und dann noch trockene Sachen. Ja, meistens so die eine Torte und dann noch 2 Kuchen. Je nachdem. Aber das ist meistens der Standard bei uns. Früher habe ich noch die Torte mit so Fondant gemacht und Figürchen gebastelt für die Kinder und verziert. Und
das alles. Aber das möchten sie jetzt gar nicht mehr. Er möchte eine ganz normale Torte haben. Ja, also eine Schwarzwälder. Eine richtig schöne, selbstgemachte Schwarzwälder. Wobei ich wahrscheinlich das Kirschwasser weglasse. Also, ja, ich denke schon. Ich mache die so wie immer und lasse das weg. Ja, genau. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat das ganz kurze, kleine Video gefallen. Und dann hören und sehen wir uns hoffentlich gesund und munter nächsten Samstag in alter Frische. Und seid mir nicht böse, dass das Video diesmal ein bisschen kürzer ausgefallen ist. Aber ich wollte mich auf alle Fälle melden und auch nicht mit irgendwas anderem, sondern mit den aktuellen Sachen, damit ihr einfach seht, wie weit ich gekommen bin, sozusagen. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende, genießt die Zeit. Bis nächsten Samstag. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Tschüss.